Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind gerade zusammen in Griechenland unterwegs. Um genau zu sein, sind wir in Chalkidiki und zwar auf dem 3. Finger. Im Moment auf unserer ersten kleinen Spazierwandertour in der Nähe von Nea Rhoda. Und das ist ein Dorf, das befindet sich auf dem 3. Finger von Chalkidiki, kurz vor der Mönchsrepublik Athos. Genau, die Tour haben wir rausgesucht aus dem Roter Wanderführer, Chalkidiki und Phasos. Ja, soll 5 Kilometer haben. Wir sind schon mittendrin, haben die Tour auch mal schon gleich spontan ein bisschen verlängert. Ja, und wenn ihr wissen wollt, ja, wie diese Tour so ist und wo wir verlängert haben und was wir so alles erleben, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Tour war am Ortsrand von Nea Rhoda, direkt am Strand. Und über diesen legten wir auch unsere ersten Meter zurück in Richtung des kleinen Fischerhafens des Ortes. Am Hafen vorbei kamen wir zum ersten kleinen Highlight der Tour, der Kapelle Aigi Theodori. Leider war sie verschlossen. Sehr schade. Direkt neben der Kirche entdeckten wir noch einen schönen Aussichtspunkt, der sich direkt oberhalb des beschaulichen Fischerhafens befindet. nach Genuss der Aussicht ging es weiter. Wieder an der kleinen Kirche vorbei und erstmal an der Küste entlang bis zum Vulica Beach. Die ersten paar Meter unserer Spazierwanderung haben wir geschafft und sind jetzt angekommen. Am Vulica Beach. Ja. Und wie ihr hier sehen könnt, hinter uns, da ist im Moment nicht viel los. Ja, im Sommer, also vor 2 Jahren waren wir hier schon mal im Hochsommer und da ist wirklich der Teufel los. Da hat man steppt der Bär. Musik und eine Liga an der anderen. Ja. Jetzt ist es sehr idyllisch. Und das bei bestem Wetter. Es ist zwar heute ein bisschen windig, aber wir haben noch solide Mitte 20 Grad. Also Fast, ja, Mitte ist gut. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr wie Mitte 20 Grad noch. kann man also auch um diese Jahreszeit, Mitte Oktober, noch machen. Zum Wandern perfekt, weil Sonnenschein und Wind, der einem um die Nase weht. Super. Genau. Und da das so super ist, machen wir jetzt auch weiter. Nach kurzer Pause ging es direkt weiter zum nächsten einsamen Strand. Wie auch am Vulica Beach war zu dieser Jahreszeit am benachbarten Pirgouthia Beach absolut nichts los. Das einladende Kiefernwäldchen direkt voraus, welches eigentlich nicht Teil der ursprünglichen Route war, verlockte so sehr, dass wir direkt darauf zuhielten. Auf dem Weg dorthin erlebten wir eine kleine Überraschung. Direkt am Strand entdeckten wir einen größeren Tümpel voller Sumpfschildkröten.
Genau, das, was ihr da im Wasser seht, sind alles deren Köpfe. Der Weg durch den anschließenden Kiefernwald war kurz, aber sehr schön. Der Wegabschnitt danach? Nun, wer mit Bienen nicht so kann, hätte hier ein kleines Problem. Kurz darauf erreichten wir eine asphaltierte Straße und bekamen dort auch direkt ein paar neue Follower. So einfach kann das gehen. Ja, da sind wir am Ende unseres kleinen Abschnittes angekommen. Die Originalroute aus dem Wanderführer wäre hier neben gewesen. Ja, aber gut, dass wir der Originalroute nicht gefolgt sind, sondern unseren Abstecher eingebaut haben. Ansonsten hätten wir den kleinen schilfumstandenen Tümpel nicht entdeckt, in dem Hunderte von Sumpfschildkröten waren. Mindestens. Also das Ding war voll davon. Genau, und auch das kleine Kiefernwäldchen, wo wir dann durch sind. Der erste Teil war gut. Hinten raus habt ihr dann so ein bisschen Schotterweg gehabt. Und ja, die Bienen. Und ich muss sagen... Die Bienen sind toll, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt. Danke, genau. Also mich hat eine erwischt, schön im Nacken. Ja, aber gut, was soll's. Wenn ihr da laufen solltet, haltet Abstand. Genau, und wir gehen machen, jetzt weiter, oder? Wir machen auch weiter, genau. Der Asphaltabschnitt endete bald und nun ging es vorbei an Olivenbäumen, Wiesen und Feldern zurück nach Neeroda. Zum Abschluss noch ein kleiner Überblick, wo wir heute eigentlich unterwegs waren. Hier ist der Olymp. Hier liegt Thessaloniki und die Region mit den 3 Fingern, das ist Chalkidiki. Unsere Tour befand sich auf dem 3. Finger, auf Athos. Hier nochmal die Route mit mehr Detail. So wollte uns der Wanderführer leiten, so sind wir am Ende gelaufen. Ja, da haben wir es geschafft. Unsere kleine Spazierwanderung bei Neeroda ist gewandert. Ja, kleine, feine Runde am Strand entlang, das erste Stück, sehr, sehr schön. Danach haben wir den Schildkrötentümpel für uns noch entdeckt, der ja nicht direkt auf der Originalroute lag. Genau, mussten wir einen kleinen Abstecher am Strand entlang machen, statt ins Landesinnere abzubiegen. Wir haben das gleich noch mit einem weiteren Abstecher verbunden durch den angrenzenden Kiefernwald. War auch ganz schön. Zumindest die erste Hälfte, die zweite Hälfte entlang dieser vielen, vielen Bienenkästen. Ja, man muss es mögen und wenn man Pech hat, Beziehungsweise sich blöd anstellt. Hat man wie ich dann einfach eine Biene im Nacken kleben, stechenderweise. Genau, und ja, ansonsten
Es waren abseits des Strandes fast durchweg breite Wege, also es war einfach zu laufen im Großen und Ganzen. Also besondere Schwierigkeit wüsste ich hier jetzt nicht. Ja. Einzige Besonderheit, oder was ist Besonderheit, einzige Sache, wo man hier noch darauf hinweisen müsste, sind die Hunde, die Wilden, die hier unterwegs sind, allein oder in Kleineren Grüppchen. kleineren Grüppchen. Also bei uns waren sie friedlich, kann so sein, muss nicht so sein. Das Ganze einfach Sollte man nur wissen. im Hinterkopf behalten. Ja, tut jetzt aber der schönen Runde, die wir hier gemacht haben, keinen Abbruch. Also einfach zu laufen, einige Sehenswürdigkeiten unterwegs, schöne Ausblicke übers Meer. Ja, was will man auch mehr, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, eine Sache noch, genau, was man hier in dem Action auch noch machen kann, weswegen wir eigentlich hier sind, ne? Also hauptsächlich die Anne. Man kann hier dem Wassersport frönen in der Nähe von Neeroda. Und so einmal alle 1-2 Jahre schaffen wir es dann doch hierher. Und ja, Anne hat das wieder Genau. entsprechend ausgenutzt. Ich blende es euch auch mal ein, was sie denn da so getrieben hat. Lässt sich also super verbinden. Wassersport und Wandern passt auch gut Genau, zusammen. kann man hier sehr schön machen. Aber dann würde ich sagen, haben wir es jetzt mal wieder. Und dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour wieder.